Äpfel haben... Oh, voll rangehauen, die Kamera, Entschuldigung. Die Äpfel haben wir alle verwurstet, wollte ich sagen. Und jetzt machen wir uns mal an die Birnen, weil ich habe jetzt so richtig Lust auf einen Schokoladenkuchen. Mit Birnchen ist schon was Feines, ne? Und dazu hauen wir uns erstmal ein bisschen Sahne in den Topf. Ah, Joanna, die richtige Platte musst du schon anmachen, weil sonst wird's nie heiß. Und wenn die Sahne heiß ist, schütten wir die gehackte Schokolade rein. Das Ganze schön umrühren. Und wenn sich das all aufgelöst hat, muss es wieder ein bisschen abkühlen und dann machen wir uns gleich an die Böhnchen. Ich hatte jetzt so Lust auf frische Böhnchen. Böhnchen. Das ist so unglaublich, Böhnchen, nicht Mensch, Böhnchen, Joanna. Ja, weil die sind auch ein bisschen weich und dann eignet die sich schon ganz gut zu backen, ne? So, das Ganze jetzt ein bisschen halbiere. Und das Kerngehäuse tun wir ein bisschen raus mit meinem Löffelchen hier, ne? Das ist eigentlich ein Melone-Löffelchen, aber das kann man überall verwenden, ne? Schau mal, wie super das geht. Und damit die nicht so ganz braun werden, tue ich sie ein bisschen mit Zitronensaft einreiben. Und damit wir die Birne verschnitten nicht wegschmeißen müssen, habe ich eine super Idee. Dann nehme ich meine Glaskaraffe und tue den Verschnitt einfach da rein. Dann habe ich dann später ein super leckeres Birnenwasser, ne? Auffüllen mit Wasser, klar. Das schmeckt nämlich super. Und der Rest von der Zitrone brauchen wir auch nicht wegkippen, kommt auch noch mit rein. Ein Schlückchen Vitamin C. Einmalig hier kann ich das sagen, immer gut im Herbst. Zur Vorbeugung von Erkältung. Mit die Eier machen wir weiter. Und die tun wir jetzt mit Zucker und Vanillezucker so richtig schön schaumig rühren. Meine Birnchen habe ich jetzt noch ein bisschen abgedeckt, dass die sich ein bisschen wohler fühlen. Und jetzt tun wir dann schon mal gleich die trockene Zutaten mischen. Da kommt ins Mehl ein bisschen Backpulver rein, Backkakao und ein Prise Salz. Hä? Das hängt rein da. Und dann ein bisschen vermischen, ne? Schau mal, wie schön schaumig der ist hier. Einmalig kann ich das sagen. Und jetzt lassen wir es auf Stufe 1 ganz langsam. Und da habe ich ein bisschen Butter aufgelöst, ne? Und die gießen wir vorsichtig mit dazu. Und ihr seht wirklich ganz langsam und vorsichtig, sonst klappt er wieder zusammen. Weil jetzt brauchen wir natürlich auch noch die Sahne mit Schokolade und da das Gleiche ganz langsam. Ich habe wieder gekleckert. Es geht einfach nicht ohne Kleckern, Mensch. So, jetzt haben wir das da drin auf jeden Fall. Und jetzt geht's dann weiter. Ich tue ja immer mein Mehl und meine trockene Zutaten schön vorsichtig einsiebe. Wo ist denn jetzt mein... Oh, Moment. Mein Spatel. Das ist die Joanna ist halt immer super vorbereitet, ne? Klar. So, und jetzt schön löffelweis vorsichtig da unterheben, ne? Ein guter Kuchen braucht seine Zeit, ne? So, schau mal, so richtig schön cremig und es ist auch noch ein bisschen zäh, der Teig. Und so muss es sein, weil wenn ihr so viel rührt in den Teig, dann ist das Mehl beleidigt und fällt zusammen. Und hier habe ich meine 26er Springform schon eingefettet, ordentlich mit Butter. Und da füllen wir jetzt rein. So noch ein bisschen glatt streichen, ne? Und nicht, dass ihr denkt, wir tun die Böhnchen gleich rein. Nee, weil die hauen uns sonst ab. Die tun wir erst mal 10 Minuten vorbacken. Ja, meine Güte, Leute, freue ich mich jetzt auf diesen saftigen Birnen-Schokoladenkuchen. Und der duftet so herrlich, kann ich euch sagen. Und dazu genieße ich noch ein Schlückchen Birnenwasser. Ciao, macht's gut!